Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Willkommen in meinem neuen Zuhause. Kleines neues Häuschen habe ich mir gegönnt. Was nicht alles so möglich ist. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wir haben uns was anderes überlegt. Wir sind zu Westfalia auf die Präsentation der Neuheiten des Modelljahres 2025 gefahren und wir zeigen euch jetzt hier, was fürs kommende Modelljahr dazukommt. In dem heutigen Video gucken wir uns diesen New Kelsey an. Mit einem neuen Basisfahrzeug, einem bekannten Grundriss, der ganz viele tolle Details hat. Wie das möglich ist, was man da drin alles machen kann, das zeige ich euch im heutigen Video. Also lasst uns mal gemeinsam schauen, was der New Kelsey so kann. Ja, willkommen. Heute mal ein ganz schönes Umfeld. Das, was ihr gerade nicht sehen könnt, ist eine wunderschöne alte Burg. Und bei jeder dieser Händlertagungstouren denke ich, Wahnsinn, wie viele schöne Ecken Deutschland zu bieten hat. Diese Burg Ohrdruf, ich glaube, das ist das ganze Jahr zugänglich, hat zum Beispiel einen Campingplatz unten im Burgpark sozusagen mit See, mit schöner Umgebung. Es gibt hier eine Offroad-Messe im Herbst. Das heißt, wenn ihr mal nicht wisst, was könnte die nächste Reise sein, versucht es doch einfach mal hier. Das Umfeld kenne ich nicht. Hier ist auf jeden Fall schön. Man muss nur einen quietschenden Esel mögen, der nämlich ab und zu mal da rumtrompetet. Heute geht es aber nicht ums Umfeld von Gotha und Ohrdruf, sondern um dieses wunderschöne Fahrzeug. Wir haben einen Westfalia New Kelsey. Und wie der Name schon sagt, New Kelsey, ist es ein komplett neuer Kelsey. Wir haben eigentlich den Grundriss, den ihr aus dem bekannten alten Kelsey kennt. Aber dadurch, dass Ford das Basisfahrzeug komplett neu gestaltet hat, andere Längen hat, sind ein paar Detaillösungen jetzt komplett neu und anders. Und ich finde, wir starten einfach mal, gucken um das Fahrzeug rum, schauen uns die Details an. Und das ist nämlich ein Basisfahrzeug, von dem wir relativ viel fürs kommende Modelljahr erwarten, weil es verschiedene neue Modelle gibt. Zum Beispiel auch den Club Joker Urban dort drüben, auch von Westfalia, der so ein klassischer California-Grundriss ist. Hier sind wir eher in dem Bereich Wohnmobil unterwegs. Wir haben nämlich, obwohl das ein flaches Auto ist, die Möglichkeit zu duschen, eine Toilette drin zu haben, zu viert zu sitzen, zu 3,5, 4 zu schlafen. Und wie das geht, das möchte ich euch jetzt alles zeigen. Deswegen schnallt euch an und kommt mal mit mir ein bisschen rum. Wir gucken uns das an. Könnte heute ein bisschen länger dauern, weil wir das alles gemeinsam entdecken müssen. Vielleicht von den Basics vorweg. Der Wagen ist 5,45 Meter lang. Es gibt verschiedene Motorisierungen mit 136 bis 170 PS. Automatik und Handschalter, in Zukunft sogar auch mit Allrad bestellbar. Das heißt, es wird für uns ein super interessantes Auto, weil dieses Basisfahrzeug ein anderes Basisfahrzeug ersetzt. Wir haben nämlich bisher die Situation gehabt, dass wir den Kepler One auf VW-Bus-Basis gehabt haben und den Kelsey auf Ford-Basis. In Zukunft werden Ford und VW ja gemeinsame Dinge machen. Das heißt, dieses Auto hier ist 1:1 das, was uns als neuen VW auch erwartet. Mit gleicher Technik, gleichen Dingen. Deswegen wird das Westfalia seitens zusammengeführt. Ich weiß nicht, ob es den später auch mal auf VW-Basis geben wird. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein Auto, was so schick ist. Wir haben hier als Außenfarbe, das heißt wahrscheinlich immer noch Magnetic Grey. Ich muss heute mal ab und zu auf meine Spickzettel gucken. Wir sind nämlich extra einen kleinen Tick vorher, genau, Magnetic Grau. Also wahrscheinlich wäre Magnetic Grey auch in Ordnung gewesen. Wir sind extra einen Tag vorher losgefahren, damit wir euch ein bisschen was in Ruhe zeigen können. Aber die ganz harten Fakten, was Preise und sowas angeht, erhalten wir erst morgen. Ihr könnt hier schon mal einen ersten Blick reinwerfen. Es ist ein super schicker, moderner Möbelbau. Aber da gucken wir gleich rein. Ich finde, bevor wir damit komplett starten, gucken wir uns das eigentliche Highlight, die Besonderheit des Fahrzeugs an. Und zwar ist das die Heckklappe. Also nicht die Heckklappe selber, sondern was sich hinter der Heckklappe verbirgt. Normalerweise sind diese ganzen VW-Bus-artigen Fahrzeuge so, dass ihr hinten Stauraum habt, klassische Sitzbank, seitliche Küchenzeile und vorne dann die Sitzgruppe, so ähnlich wie das der Club Joker Urban dort drüben machen wird. Hier ist es so, dass Westfalia sagt, wir bauen eine feste Toilettenzeile hier rein mit einer Duschmöglichkeit. Und wie das gestaltet ist, das gucken wir uns jetzt an. Und dafür mache ich uns jetzt einfach mal das Dach hoch. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz, den großen Markus auch ordentlich zu entfalten. Und ihr kriegt einen besseren Eindruck, wie schick das Auto dasteht. Der große Unterschied im Vergleich zu den meisten Aufstelldachautos ist das, was ihr jetzt seht. Und zwar mache ich mal das Dach hier hoch. Zack. Braucht nur einen kleinen Anstupser und es geht hinten hoch. Bei allen anderen Fahrzeugen ist es so, dass es eher vorne hoch geht, aber dadurch haben wir hier im hinteren Bereich viel Bewegungsfreiraum und ich sehe schon auf den ersten Blick, dass er im Verhältnis zu den Vorgängerfahrzeugen deutlich größer von innen geworden ist.
Also lasst uns mal gemeinsam jetzt eintauchen und alles mögliche Probesitzen, reinschauen und anschauen. So, die absolute Besonderheit dieses Autos ist nämlich der Blick von hinten in den Kasten, wie ich eben schon gesagt habe, weil wir hier hinten die Möglichkeit haben, eine Toilette zu haben und eine Duschwanne. Jetzt darf sich jeder die berechtigte Frage stellen, will ich in so einem kleinen Auto duschen? Und ich würde ehrlicherweise sagen, ich glaube nicht. Aber dadurch, dass die Duscharmatur hier ist mit warmem und kaltem Wasser, mit einem Boiler, der serienmäßig drin ist, habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, hier hinten unter der Klappe zu duschen und draußen einfach warmes Wasser zu haben. Und versucht das mal in eurem California. Und eine Toilette hinten ist, finde ich, auch schon eine super praktische Sache. Das hatten wir früher in den Autos immer, dann ist es erstmal verschwunden. Jetzt ist es im neuen Modell ja wieder da, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Das ist nämlich eine Aufstiegshilfe fürs Bett, die wir brauchen. Das heißt, wir haben keine, doch, eine Leiter ist ja auch noch da. Wir haben beides. Das ist doch schön. Die Welt entwickelt sich weiter. Erst hatten wir nur das Brett, dann hatten wir nur eine Leiter, jetzt haben wir beides. Das hier ist auf jeden Fall eine ganz normale Tedford-Toilette. Wir haben eine komplett neue Formsprache im neuen Modell, ja auch neue Farben. Von der Funktion ist im Prinzip genau das gleiche drin. Wir haben hier die klassische Tedford-Toilette, wenn ihr die rausnehmt, mit der Trolley-Funktion mit drin. Wir haben übrigens auch die ersten Kepler, alten Kelsey weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall haben wir schon zwei Kepler One auf dem VW-Bus auf die Klesana-Toilette umgebaut. Also wer eine Trenntoilette oder eine Klesana-Toilette haben will, das kriegen wir hier drin sogar auch umgesetzt. Dann haben wir hier oben hinter, das sind übrigens auch neue Schlösser. Früher sind es ja Push-Locks, jetzt ist es so, dass wenn ich reindrücke, wir quasi automatisch öffnen. Dann ist hier so eine Art Push-to-Open-Lösung, die das Ganze schon rausschiebt. Wir haben hier einen kleinen Schrank. Darüber die komplette Technikecke, da hat sich nichts großartig geändert. Das heißt, wir haben hier einen Boiler, der ist auf Gasbasis. Wir haben eine Dieselheizung, die sind beide serienmäßig mit drin. Und dann haben wir hier quasi Stromhauptschalter, Wasserpumpenschalter, USB-Steckdosen, die geschaltet werden. Und was der macht, werden wir noch gemeinsam im Laufe des Videos rausfinden, würde ich sagen. Videos von Tagungen sind halt auch für mich immer Neuland. Gegenüber von der Toilette, und ich glaube, das ist am besten, wenn du mal kurz reingehst, damit du von der anderen Seite gucken kannst, damit ich nicht so im Weg stehe. Gegenüber von der Toilette ist es so, dass wir hier auf Augenhöhe, doch nicht so gut, die Idee? Doch, ist gut. Auf Augenhöhe einen schönen Kühlschrank haben. Ist ja auch was immer wieder polarisiert. Einige Leute wollen lieber einen Kühlschrank, andere eine Kühlbox. Vom Beladen und reingucken ist auf jeden Fall der Kühlschrank hier auf Ladehöhe eine tolle Sache. Daneben noch ein kleiner Schrank mit zwei rausnehmbaren Einlegeböden. Und hier unten, ich muss mich erstmal an die neuen Schubladen gewöhnen, eine große Schublade. Und darunter noch eine Schublade, die ist nur halb so groß, weil hier von außen der Gaskasten ist. Da müssen wir nicht reingucken, das ist hier nicht so spannend. Und dann hier unten eben die Möglichkeit einer Dusche. Und ich glaube, das ist auch neu im neuen Modell ja mit zwei Duschabläufen. Und jetzt kann der eine oder andere sagen, warum denn beide nebeneinander? Das ist doch Quatsch, die müssen doch diagonal sein. Was ihr vielleicht im Video nicht sehen könnt, na doch, man kann es vielleicht sehen, guck mal, hier ist fingerbreit, da ist flach. Das heißt, wir haben hier ein deutlich eingelassenes Gefälle in der Duschwanne und dann unten für links und rechts die beiden Abläufe. Also sogar da ist mitgedacht. Ich werde das jetzt nicht vorführen, aber das Prinzip ist genauso wie vorher. Es gibt einen Duschvorhang, ich komme mal zu euch mit rein. Es gibt einen Duschvorhang, der hier oben umlaufend reingeklippt wird. Dann ist da ein kleiner Ring, der unten drin steht. Das heißt, man kann hier in so einer Art Steh-Sitzdusche hier hinten wunderbar duschen. Also wunderbar, man kann hier hinten duschen, muss der Satz richtig heißen. Mein Lieblingsfach, was die Autos hatten, und ich glaube, dass der New Kelsey im kommenden Jahr eins unserer wahrscheinlich sehr viel verkauften Fahrzeuge sein wird, weil er so viele Autos übernimmt. Wir haben den Club Joker City nicht mehr auf VW-Bus-Basis, wir haben den Kepler One nicht mehr, es gibt den alten Kelsey nicht mehr und all das wird quasi in dem Fahrzeug hier ersetzt. Das heißt, wie im Club Joker City, hier oben dieses Schminkfach, finde ich eine super coole Sache, wo man auch mehr Sachen reinpacken kann. Das ist insgesamt ein bisschen tiefer. Und dann hier drunter den Kleiderschrank, mit dem man zum einen auch wieder rausnehmbaren Boden hat und oben auch eine Kleiderstange. Und hier halt nicht weglaufen. Das ist der wichtigste Knopf. Das ist nämlich das elektrisch aufbaubare Bett. Und das ist was wir uns noch überlegen müssen, wie wir das am Anfang des Videos euch schon gezeigt hätten. Da muss noch mal eine kleine Sirene rein, die macht wiu, wiu. Das ist nämlich die absolute Besonderheit. In den letzten Jahren war es immer, ich will nicht sagen eine Qual, hier unten Betten zu bauen, wenn man mal eins gebraucht hat. Jetzt hat man hier echt eine komfortable, tolle Lösung.
Wer zum Umziehen ein bisschen mehr Privatsphäre haben will, das ist natürlich in so einem kleinen Auto alles etwas rudimentär. Der hat hier die Möglichkeit, das vorzuziehen. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass die Klappe zu ist, man kann zumindest den wichtigsten Bereich zwischen Schienbeinmitte und Oberkörpermitte nicht sehen. Ist nicht viel Privatsphäre. Würde es reichen, wenn das Dach unten ist? Für mich nicht wirklich, glaube ich. Aber doch, wir klappen das Bett gleich noch mal runter. Das geht ja auch noch ein bisschen nach oben. Auf jeden Fall so leicht gebückt könnte ich hier auf jeden Fall sitzen. Mir ist schon klar, dass viele von euch jetzt reinschreiben, wer braucht denn sowas alles? Aber glaubt mir, es gibt viele Leute, die genau diesen Kompromiss suchen, dass man einerseits ein Auto hat, was im Pkw-Segment mithalten kann mit allem, was da ist, aber auf der anderen Seite im Alltag, auf der einen Seite im Alltag den perfekten Pkw mimt und auf der anderen Seite eben im Urlaub trotzdem ein nahezu vollwertiges Wohnmobil hat. Belüftung und Licht ist hier oben auch super viel. Wir haben auf beiden Seiten hier diese Fliegengittergase mit drin und nach hinten ein Folienfenster. Und das Folienfenster hat sogar noch einen zweiten Reißverschluss hier drin. Das heißt, das könnte man zum Beispiel auch ganz mit rausnehmen. Und was mir schon aufgefallen ist, aber das müssen wir nachher noch mal zeigen, wenn das Dach unten ist. Da kannst du einmal abtauchen und dich hinknien, bitte. Wir müssen ein bisschen improvisieren. Ich klappe mal kurz das Bett runter. Wenn ihr euch an den alten Kelsey und den alten Kepler erinnert, geht das Bett immer bis hierhin. Das heißt, ich habe hier hinten im hinteren Bereich deutlich mehr Raum und ich kann jetzt sogar hier vorne über der Küche stehen, habe hier meinen Zweiflammenkocher, an dem ich noch mit einer relativ großen und einer etwas kleineren Flamme richtig gut arbeiten kann und kann trotz runtergeklapptem Bett hier stehen. Im Alltag klappe ich das natürlich hoch. Aber grundsätzlich kann ich hier stehen. Das Board ist auch neu mit dazu gekommen. Das finde ich schick, passt gut damit rein. Wir haben viel indirekte Beleuchtung. Das ist jetzt auch in den Formteilen hier mit eingelassen. Und dann, finde ich, sollten wir, bevor wir die Sitzgruppe uns angucken, einmal anfangen, das Bett aufbauen, weil das wirkliche Highlight ist. Dafür machen wir uns die zweite Schiebetür auf, die auch mit dabei ist. Und dann zeige ich euch das mal. Der größte Kritikpunkt an diesen Aufstelldachautos mit der Toilette hinten war immer, wenn man unten schlafen will, hat man überhaupt kein vernünftiges Bett. Im Marco Polo oder California konnte ich die Bank nehmen, umklappen oder auch beim Pössl Vanstar und Campstar und konnte einfach mich drauflegen, hatte zwar so ein bisschen gestückelte Matratze, hatte aber relativ einfach eine Liegefläche. Beim Kepler One und beim alten Kelsey musste ich einen riesen Puzzle aufbauen. Ging, war aber nicht ganz so cool. Hat man gedacht, lösen wir im kommenden Jahr besser. Und zwar einfach elektrisch. Ich habe hier im Schrank einen Knopf und ihr seht, dass der Wagen komplett nach vorne rausfährt und da im Anschlag ist. Und dann kann ich den hier runterklappen und dann habe ich hier erstmal eine Liegefläche. Das Ganze kann man dann durch Anstecken seitlicher Bretter, was sich ehrlicherweise mir noch keiner gezeigt hat. Dann habe ich hier auf jeden Fall, wenn ich es richtig erkenne, die passenden Puzzlestückchen für hier oben, 2 Stückchen mit drin. Und dann habe ich nämlich entweder hier ein Einzelbett, Längen müssen wir euch einblenden, weil wir dummerweise unser Messgerät vergessen haben. Oder ich kann das Ganze durch Anstecken und Verbreitern auch noch für 2 Personen mit aufbauen. Wo steigen wir preislich bei so einem Auto ein? Der Grundpreis für ein Kelsey oder New Kelsey, so wie er hier steht, ist 69.190 €. Dafür kann das Auto schon eine ganze Menge. Wir haben schon, da müssen wir uns das Cockpit gleich mit angucken, wir haben schon eine wahnsinnig große Cockpit-Ausstattung mit 13 Zoll Display, Multifunktionslenkrad, Apple CarPlay und so weiter und so fort. Wir blenden euch jetzt einfach mal hier eine Liste ein, was alles in der Grundausstattung vom Fahrzeug mit drin ist. Weil wenn ich euch das vorlese, lesen wir hier relativ lange und das will ich euch jetzt nicht zumuten. Also wer das lesen will, darf einfach ganz kurz auf Pause drücken und sich das genau angucken. Oder einfach bei uns anrufen und mit uns gerne drüber fachsimpeln, was davon sinnvoll ist und was nicht so sinnvoll ist. Und dann ist es wie in den letzten Jahren bei den Franzosen, also die Modelle Kepler One, Kelsey, Jules Verne kommen ja aus Frankreich, aus einem Westfalia-Werk in Frankreich, dass die Ausstattung relativ stark vorgegeben ist. Wir haben ein sogenanntes Kelsey-Paket, wo größere Alufelgen mit drin sind, eine bessere Batterie, eine Integration 2er Campingstühle, das müssen wir uns gleich noch hinten an der Heckklappe mit angucken, die zweite Schiebetür, die wir brauchen und die elektrisch ausfahrbare Sitzbank, also was, wo man, wenn man dieses Auto haben will, auf gar keinen Fall drumherum kommt.
Und dann gibt es noch eine Handvoll andere Optionen, die mit da sind. Da will ich jetzt aber auch nicht die ganze Preisliste mit euch durchgehen. Interessant ist, glaube ich, auch zu sagen, der kleine Motor, der Startmotor ist quasi 136 PS in der Basisvariante mit Schaltgetriebe, immer als 3,2 Tonner. Der große Motor hat 170 PS und ist wahlweise ist immer mit Automatik und wahlweise auch mit Allradantrieb versehen. Und der Allradantrieb ist immer gekoppelt an den großen Motor und kostet nur 4.440 € Aufpreis. Also insgesamt habt ihr hier am Ende ein Auto, wo wir irgendwo in der Größenordnung, je nachdem was ihr haben wollt, ich würde mal sagen realistisch mit Fracht zwischen 75.000 und 85.000 €, ein Auto nachher mit Allrad, mit schöner Ausstattung, mit Toilette, mit Dusche, mit allem Zip und Zap haben. Ich gucke mal, ob ich hier noch Sachen vergessen habe. Nee, das haben wir alles gesehen, was hier drauf ist. Wo wir noch nicht reingeguckt haben, ist hier der Küchenblock. Und zwar haben wir, wie wir das von den anderen Modellen kennen, hier vorne diesen tollen Apothekerauszug, der einfach von innen und von außen gut zu beladen ist. Hier unten jetzt mit so einem rausnehmbaren Boden, dass man da nochmal eine Zwischenebene hat. Dann haben wir, geht das hier noch auf? Ach nee, Quatsch, da ist jetzt das Waschbecken. Wir haben ein größeres Waschbecken. Wir haben uns hier eben schon gewundert, was dieses Brett soll. Das hat aber eine ganz nette Funktion. Ihr habt hier eine kleine Ausfräsung. Und hier an der Seite eine Vorbereitung, dass man... Schon wieder so ein Hubschrauber. Schon große Hubschrauber. Und immer wieder faszinierend, dass die Dinger fliegen. Was ich aber sagen wollte, wenn das Brett draußen eingeklappt oder zur Seite gelegt ist, ihr könnt mal meine Hand als Referenz nehmen, haben wir hier ein super tiefes Waschbecken, gleichzeitig noch einen relativ hohen Hahn. Das heißt, wir haben hier den Abstand zwischen Hahn und Beckenboden auch so, dass man einen sehr guten großen Topf mit reinstellen kann. Ich mache nochmal die letzten Schubladen hier auf. Einmal oben eine Art Besteckschublade. Diese hier, das haben wir hier nochmal genau das gleiche in der gleichen Tiefe. Und hier unten eine etwas größere und da ist sogar nochmal eine kleine Ablage. Die ist allerdings nur so und auch nicht ganz so tief, weil da dann der Radkasten des Autos weg ist. Grundsätzlich finde ich, muss man sagen, wir haben bei dem New Kelsey eine absolute Evolution. Wir haben einerseits ein tolles neues Basisfahrzeug, was vom Fahrkomfort mega gut sein soll. Wir haben hoffentlich demnächst den ersten New Kelsey bei uns, dass wir den auch mal richtig auf der Straße fahren können. Er ist aber vor allem in Sachen Assistenzsysteme, in Sachen Multimedia und so massiv gewachsen. Wir haben aber gleichzeitig die Sachen, die früher gut waren, behalten. Wir haben die tolle indirekte Beleuchtung. Wir haben aber zusätzlich dann auch hier Lichtleisten oben bekommen. Wir haben einen deutlich größeren Kocher, ein schöneres Waschbecken, mehr Platz nach hinten. Das natürlich auch alles, weil der Wagen ein kleines bisschen länger geworden ist. Ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt noch mal kurz nach Tisch und Stühlen hinten, damit wir da auch einen Haken dran machen können, dass wir das gesehen haben. Und dann sollten wir auf jeden Fall noch mal gemeinsam ins Cockpit reinschauen. Was ganz clever gelöst ist, ist auf jeden Fall, dass im kommenden Modell ja der Tisch hier unten schon die Beine mit dran hat, dass ihr ihn sowohl als Tisch in der Sitzgruppe benutzen könnt, drinnen im Fahrzeug, dann steht er hier drauf, oder als klassischen Campingtisch draußen. Das Ganze dürfte im Zusammenhang mit dem Camper-Outdoor-Paket kommen. Jetzt hat der Vorführwagen hier die Sitze nicht mit dabei, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Wir versuchen mal ein Bild davon rauszufinden und blenden das jetzt einfach nochmal mit drüber ein. Der Tisch selber, wenn ich das richtig sehe, hat hier oben in der Klappe, genau da passt er genau rein, hier oben eine Halterung, dass er auch einen Platz hat, wo er während der Fahrt gut verschwindet. Weil die Türen, der war ja letztes Jahr noch im letzten Modell ja noch in den Türen, weil in den Türen jetzt zusätzliche Ablagen mit drin sind, die den Raum einfach anders nutzen. Das einzige Fach, was wir jetzt im Fahrzeug nicht aufgemacht haben, ist hier unten die kleine Ecke, aber da ist gleichbleibend der Gaskasten drin, den ihr kennt. Ja, dann bleibt als letztes das Bett. Meine Güte, aufmerksam bleiben. Ihr seht auf den ersten Blick, man hat auch hier hinten super viel Licht und Luft. Und das, was wirklich für mich mit das Schönste ist dieses Jahr, ist einfach, dass hier hinten gerade für kräftige Menschen jetzt deutlich mehr Bewegungsfreiheit ist und man einfach sich hier gut bewegen kann. Handy kannst du hier oben gut drauf ablegen. Und hier, wir blenden euch die Bettmaße ein, die werden wir morgen nochmal versuchen zu nehmen. Irgendjemand wird uns ja wohl ein Zollstock oder Bandmaß leihen können. Insgesamt ein bisschen andere Deckenverkleidung. Die Leiter jetzt hier oben mit dem festen Platz an der Decke. Viele von euch werden die, na doch, man braucht die Leiter.
Guck mal, ich entdecke auch immer wieder neue Sachen, weil ich habe vorhin ja gesagt, die Abdeckung über der Toilette, die kann man aber eigentlich hauptsächlich nur als Sitz benutzen, weil ich von hier gar nicht ins Bett hochkomme. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Leiter doch benutzen. So, jetzt haben wir aber wirklich alles gesehen. Ich gucke mich noch mal um. Hier oben haben wir noch USB-Steckdosen, die ich euch nicht gezeigt habe vorhin. Und dann gucken wir jetzt mal ins Cockpit und gucken mal, was der Markus da noch Neues entdeckt. So richtig angehabt habe ich so ein Fahrzeug nämlich auch noch nicht. Ich mache hier mal alles zu und dann sehen wir uns im Cockpit gleich wieder. So, herzlich willkommen im Cockpit. Ich fühle mich hier vorne ein wenig beobachtet. Wir haben euch nämlich einmal da und einmal da, damit ihr einen guten Eindruck von dem neuen Auto bekommt. Das macht natürlich das ganze Video ein bisschen länger, aber unterm Strich, glaube ich, ist es das wert, damit ihr wisst, was ist. Dieses ganze Cockpit ist ja jetzt auch quasi eins der neuen Standard-Cockpits, was ihr im Club Joker Urban zum Beispiel genauso seht. Wir haben ein PKW-normales Lenkrad, würde ich sagen. Hier unten ein bisschen abgeflacht, oben ein bisschen abgeflacht, also eher nicht wirklich rund, sondern so ein bisschen, wie sagt man, ja, eierig. Ich weiß es auch nicht. Kein schönes Wort. Die Temperaturanzeige sagt 35 Grad. Das, was wirklich krass anders ist, ist, dass wir hier den 13 Zoll Monitor in der Mitte haben und auch keinen klassischen Tacho hier mit dabei haben, sondern einen digitalen Tacho. Und dafür nehme ich mir nämlich mal die Kamera, dass ihr da auch reingucken könnt. Ups, zack. Profi-Kamera-Kind Markus. Das ist nämlich der Tacho, den ihr hier habt, den man einmal zwischen so einer großen Ebene mit großem Tacho einstellen kann. Dann habt ihr hier an der Seite, wo ist es, Tankanzeige, auf der anderen Seite Temperaturanzeige mit dabei. Und dann kann man, da gehen wir jetzt nicht durch alle Ebenen durch, aber natürlich Radio, da gibt es einen Kompass, da gibt es Bordcomputer mit Durchschnittsverbräuchen und all solchen Sachen. Und das kann man sich alles wunderbar konfigurieren. Um das Lenkrad dann auch abzuschließen, hier haben wir für ein Abstandsregeltempomat und all solche Sachen alles mit dabei. Und hier auf der anderen Seite die ganz normale Regelung, Sender vor, zurück, Telefon annehmen und auflegen. So, haben wir das geklärt. Kann ich die Kamera ja erstmal wieder zur Seite packen. Zack, herzlich willkommen. Mal gucken, ob wir die Perspektive nochmal nehmen. Das, was alles steuert, ist letztendlich die zentrale Einheit hier in der Mitte, die einfach wirklich ein großer Monitor ist, über den auch viele andere Sachen mitgeschaltet werden. Wir haben hier zum Beispiel solche Steuerungen wie Sitzheizung, was total intuitiv ist. Einfach unten drauf drücken und bitte jetzt nicht anmachen, weil wir 35 Grad wie gesagt haben. Und dann kommt einfach der Balken mit hoch. Dann haben wir Klimasteuerung. Einfach auch super schnell von der Steuerung, dass man das kann. Also nicht mehr so eine träge Bewegung. Wenn jetzt das Gebläse zum Beispiel an ist, weil es mich stört, einmal drauf drücken, kann ich hier einfach den Schieber auf Off schieben, dann ist das auch wieder aus. Das heißt, unten den Direktzugriff auf die Klimaanlage. Dann haben wir hier oben den, nennen wir ihn mal Home-Button, das ist wahrscheinlich eine richtige Bezeichnung. Schnellzugriff auf die Navigation, die auch natürlich dann den gesamten Monitor mit benutzt. Und dann haben wir hier Radio, Telefon, Grundeinstellungen. Mal gucken, was sich hinter Funktionen verbirgt. Verschiedene Drive-Modes, alles muss ja jetzt neu heißen. Was gibt es hier? Normal, Eco, Sport, rutschig, Ladung und Anhänger. Für suboptimale Fahrbedingungen wie Schnee- oder eisbedeckte Straßen. In diesem Modus wird das Ansprechverhalten beim Beschleunigen reduziert und die Einstellung für die Fahrzeugstabilität werden für glatte und nasse Untergründe gemacht. Das heißt, ihr kriegt hier sofort eine Information, was ist. Man muss eigentlich nicht mehr in eine Bedienungsanleitung gucken. Wenn man das aber wollen würde, wäre sie hier auch digital drin, aber noch auf Französisch. Nee, Owners Manual. Jetzt macht er auch die Bedienungsanleitung hervorragend mit einer Suche. Also das finde ich schon toll. Das ist echt ein großer Vorteil, was da ist. So, was haben wir hier noch bei dem Home-Button? Mal gucken, was sich hinter Apps versteckt. Ja, da ist Apple CarPlay. Wir haben jetzt kein Handy verbunden. Android Auto, alles serienmäßig mit dabei. Ich glaube, man kann das kurz zusammenfassen. Wir haben hier ein PKW-gleiches Cockpit. Wir haben schöne Ablagen, Getränkehalter, USB-Steckdosen, elektrische Parkbremse. Ich springe hier so ein bisschen hin und her. Frontscheibenheizung, genau, wenn man genau hinguckt hier, sind so Heizdrähte mit drin. Heckscheibenheizung, Klimaanlagensteuerung und Sitzheizung für den Beifahrer. Also alles, was ihr braucht. Für mich eins der Highlights, klein, aber versteckt. Ich beschwere mich ja immer bei den verschiedenen Fords, dass der Hebel von der,
hätten wir auch hinterher filmen können. Der Hebel hier, in den ganzen letzten Videos war es so, dass wir bei den ganzen Ford-Modellen die Variante haben, dass wir quasi noch denselben Auswahlhebel für die elektrisch verstellbaren Spiegel haben wie vor 20 Jahren. Endlich ist der auch neu mit dazugekommen. Und was auch noch kommt, Außenspiegel sind jetzt elektrisch anklappbar. Viele kleine Sachen, die ihr aus euren PKWs kennt, die aber in der Wohnmobilwelt neu sind. Alles in allem muss ich sagen, der New Kelsey ist, glaube ich, ein ziemlich cooler Grundriss. Ach so, guck mal, nee, du hast die Kamera da in der Hand. Also ist ein ziemlich cooler Grundriss, aber wir haben natürlich noch vergessen, einmal hier ins Handschuhfach zu gucken. Und wenn ich es richtig sehe, ist hier oben auch noch mal eins. Schon mal mit Ersatzteilen für die Händlertagung, wenn meine wilden Kollegen morgen überall dran reißen. Und hier oben auch noch ein paar schöne Ablagen mit dabei. Ja, Fazit. Ich finde es ein tolles Auto. Er ist mit 5,45 einen kleinen Tick gewachsen, vielleicht auch erwachsener geworden und damit ein Auto, was sich noch mehr als Wohnmobil eignet als der alte Kelsey. Und in meinen Augen ist der New Kelsey ein super guter Nachfolger von dem Kepler One und dem alten Kelsey. Und was ich vorhin schon gesagt habe, vieles, was gut war, ist verbessert. Die Dinge, die vorher nicht so gut waren, sind jetzt gut geworden. Hoffentlich. Ob das wirklich so sein wird, wird die Zeit zeigen. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf euch, auf das Feedback von euch zu diesem Fahrzeug. Ich freue mich, dass ihr das Video mit mir bis hierhin durchgehalten habt, weil es jetzt ja doch eine ganze Weile gedauert hat. Und freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Wir werden hier auf der Händlertagung noch das eine oder andere für euch filmen. Erstmal auf jeden Fall schöne Grüße aus der Nähe von Gotha, aus Ohrdruf. Was ich vorhin eingangs gesagt habe, absolut eine Reise wert. Bis bald im nächsten Video. Alles Gute und bis dann. Tschüss.